Spieltag 30 in unserer MSV-Karriere. Der FC Augsburg ist zu Gast. Zwischen den ganzen Champions-League-Begegnungen müssen wir natürlich auch noch die Aufgabe in der Bundesliga, so gut es geht, meistern. Wir spielen in der Champions League gegen Inter im Halbfinale. Das Spiel gegen Juve, wer das nicht geguckt hat, der muss es nach dem Spiel unbedingt noch mal machen. Sensationell, was da passiert ist und ganz, ganz wilde und verrückte Sachen. Also die Ausgangslage, die Bayern haben schon gespielt, haben gewonnen, haben 3 Punkte Vorsprung. Wir müssen gewinnen, um dran zu bleiben. Wenn wir 3-0 gewinnen, haben wir gesagt, alles gleich mit den Bayern. Die gleiche Tordifferenz, die gleiche Punktanzahl, die gleiche Anzahl geschossener Tore. Und das direkte Duell haben wir meines Erachtens gewonnen im Hinspiel, oder? Ja. Und dann folgt halt das Rückspiel am vorletzten Spieltag. So, und die Augsburger, ich glaube, die werden sich heute eher hinten reinstellen. Vielleicht ist das ein willkommener Gegner für uns. Dann kommt noch Darmstadt, Heidenheim, dann die Bayern und dann Wolfsburg. Und dann war es das in der Bundesliga. Und in der Champions League kommt halt Inter. Und dann, wenn wir dann ins Finale einziehen sollten, entweder Barca oder PSG. Das ist jetzt der Fahrplan für die letzten Spiele. Und ich hoffe, dass wir am Ende 2 Titel haben. Also jetzt will ich auch die Champions League gewinnen, wenn ich jetzt schon mal im Halbfinale bin. Und die Liga will ich natürlich gewinnen. Das war Ziel Nummer 1 vor der Saison, ne? Die Champions League war dann nur Bonus. Jetzt kommen wir mit Kussi Asare. Oh, warum gehe ich noch nicht? Oder warum gehe ich nicht noch ein bisschen? Da war ganz schön viel Platz. Also, ich würde auch heute eine 1-0 nehmen. Es ist der vorletzte Spieltag, der entscheiden wird. Da wird sich meiner Meinung nach die Meisterschaft entscheiden, wenn wir dann zu Hause gegen die Bayern spielen. Aber bis dahin müssen wir dann halt noch die verbleibenden Spiele gewinnen, ne? Gegen Augsburg, Darmstadt, Heidenheim und im besten Fall halt auch gegen die Bayern. So, die Augsburg auch mit einer Dreierkette. Die haben auch schon mal ganz schön auf die Fresse bekommen. 13 Tore damals, glaube ich. Kussi Asare! Jetzt macht das besser! Und das 1-0, auch da hätte ich noch mal gehen können. Auch da war eigentlich noch mal ein bisschen Platz. Aber jetzt, gerade in der Phase der Saison, ist das völlig egal. Das ist völlig egal, wie wir die Tore machen, wie wir die Spiele gewinnen. Jetzt geht es darum, die Spiele zu gewinnen. Und klar, da hätte ich auch noch mal 1, 2 Schritte gehen können. Aber Kussi Asare ist einfach, wenn er gut drauf ist, wenn er gut in Form ist, das ist so ein klasse Stürmer. Hat auch noch ein hohes Potenzial, ist auch noch jung. Und je nachdem, wie seine Entwicklung voranschreitet, wird er auch, glaube ich, ein ganz guter Spieler werden. Wenn er denn mal Fuß fasst im Profibereich. Also so richtig Fuß fasst. Aber die Augsburger kommen. Achtung, Avasiem. Oh, kein Foul, er muss da hin. Muss sich durchsetzen. Oh, und dann der Fehler. Und wir laden die Gegner immer wieder ein. Und das ist die Kehrseite der Medaille. So gut wir auch vorne sind, so gut wir auch wirklich die Spiele gewinnen, aber das ist halt dann auch, ja, der MSV unter meiner Regie. Der Ball wird nicht rausgeschlagen, dann muss ich auch mit den Konsequenzen rechnen. Das ist einfach so. Und es ist Rieder. Und Braune natürlich ohne Chance, wie immer. Okay, also das sind diese Stolpersteine, sage ich ja. Diese Stolpersteine, die uns in den Weg gelegt werden, die wir uns aber auch selber in den Weg legen, mal ganz unter uns gesprochen. Aber wir sind wieder vorne. De Graef, Mensah muss zurücklegen. Oh, ist das gut gespielt. Leider abseits, schade. Der Ball war überragend von De Graef, leider zu spät. Aber dann hätte ich auf Kussi Asare vielleicht direkt zurücklegen können. Nun gut, also in Augsburg ist halt leider auch ein Gegner, für die geht es um nichts mehr. Die sind 12. Die haben nichts mehr zu gewinnen, nichts mehr zu verlieren. Die sind einzig und allein da, um uns hier die Meisterschaft ein bisschen zu vermiesen oder uns hier ein Bein zu stellen. Aber das dürfen wir nicht zulassen. Kussi Asare, allein gegen alle. Kussi Asare setzt sich super durch. Und die erneute Führung, klasse Tor. Der Mann, wie gesagt, der kommt jetzt gerade in der richtigen Phase auf Hochtouren. Der hatte auch am Anfang der Saison mal ein paar Spiele, wo er nicht gut drauf war. Aber hier, Kussi Asare setzt sich durch. Und Kussi Asare macht das 2-1. Setzt sich super, überragend, setzt den Körper gut ein. Und da ist nichts zu machen. So, die erneute Führung. Schade, ich hätte das auch gerne mal gesehen, wenn wir 3-0 gewonnen hätten oder wenn wir hier 3-0 stehen würden, dann am Ende, wie die dann aussehen würde, die Tabelle. Ob das Spiel auch so mitrechnet, wie ich das mitgerechnet habe.
Aber gut, dadurch, dass wir jetzt ein Gegentor bekommen haben, wendet sich das Blatt natürlich. Aber ihr seht, wenn wir die Augsburger auch unter Druck setzen, wenn wir sie spielen, dann haben die natürlich auch ihre Probleme. Aber wir dürfen sie natürlich auch nicht spielen lassen. Zweikämpfe hier gewinnen. Pfeiffer, oh, kommt nicht in den Zweikampf rein. Achtung, Braune. Und jetzt aber hopp. Schnell umschalten. Mensa, ja, guter Ball. Und wieder in die Tiefe. Die Augsburger stehen so offen hinten. Kussi Asare, gut angenommen. Und jetzt rein damit. Kussi Asare, der Hattrick. Ist perfekt. Jona Kussi Asare, hier ist jeder Schuss ein Treffer. Scheibenschießen. Tag der offenen Tür bei den Augsburgern. Sucht es euch aus. Aber das ist wirklich eiskalte Chancenverwertung. Das brauchen wir auch. Und das ist einfach schlecht verteidigt. Also, wie gesagt, mit 3 Mann hinten ist ja fast genauso schlimm wie Juve, die eine Zeit lang mit 2 Verteidigern gespielt haben. Die haben dann irgendwann umgestellt, als sie dann den Anschlusstreffer gemacht haben auf ein 3-3-3. Aber die Augsburger sind ja nicht in Unterzahl. Also, die müssen ja nicht umstellen, aber sie wollen es offenbar nicht lernen. Mal gucken. Aber wir offenbar auch nicht, wenn wir weiterhin so schlecht verteidigen. Pfosten und Tor! Ein Wahnsinnsspiel. Fabian Rieder mit seinem Doppelpack. Es ist unfassbar. 5 Tore in einer Halbzeit schon wieder. Also das kann ich nicht 34 Spieltage machen, ehrlich. Mal ab und zu so ein Spiel ist okay. Aber wir verteidigen auf Vogelwild, ey. Das ist nicht gut. Das ist absolut verheerend. So überholen wir die Bayern nicht. So bleiben wir nur dran. Das ist das Maximum, was wir machen können. Auch gegen Darmstadt und Heidenheim. Das sind Spiele, die musst du gewinnen. Und dann kommt es halt auf das direkte Duell an in der Saison. Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir müssen nur jedes Spiel gewinnen, dann sind wir Meister. Einfacher als das geht's nicht. So, da war ein Foul, aber der Vorteil läuft. Kussi Asare legt ab auf Mensa. Jetzt agiert er sogar als Vorlagengeber. Schade, wenn Mensa einfach mal ein bisschen schneller auch aus dem Quark kommen würde. Der braucht immer ein bisschen lang mit seinen Abschlüssen. Aber trotzdem, wir bleiben drauf, dann können die Augsburger nur klären. Ja, jetzt gewinnen wir leider den Ball nicht. Aber das war wieder die erste Halbzeit bislang. Da war alles drin. Spektakel, viele Tore, Alu-Treffer. Und ein Jona Kussi Asare, der heute in Topform ist. Und das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch gleich eine zweite Halbzeit, da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber erstmal hier Kussi Asare. Überragend. Jetzt eine gute Flanke. Hinten auf De Graef. Ah, kommt nicht ran. Vielleicht kriegen wir nochmal die Chance. Wieder Kussi Asare. Oh, jetzt liegt De Graef da, aber hoffentlich nicht verletzt. Steh auf, Junge, wir brauchen dich. Karl, De Cut. Ja, nee, zu riskant. De Graef sitzt da, aber ich hoffe, der ist nicht verletzt. Ich hoffe, der macht da keinen Scheiß und steht auch wieder auf. Ja, 5 Schüsse, 4 Tore. Ich nehme den lieber raus. Dafür von der Hitz rein. Das ist mir zu riskant. Ich brauche den für die nächsten Spiele. Ich kann das jetzt nicht riskieren. Dann soll Justin von der Hitz, der das auch gut macht, die linke Seite beackern. Und ich hoffe, De Graef, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Weil der war erst verletzt. Der war erst verletzt. Mensa. Ott mit nach vorne. Augsburg stellt zu. Und über die andere Seite von der Hitz. Gegen 2 Mann. Rice in den Strafraum rein. De Cut. Karl macht das gut. Und unten Kussi Asare. Da läuft er durch. Das Spiel des Jona Kussi Asare. Unfassbar. Es gab schon einige prominente Beispiele vor ihm. Der prominenteste ist Gerard Moreno. FIFA 21 Karriere mit Villarreal. Die Hardrock-Fans hier. Die Hartgesonnenen. Die können sich vielleicht noch erinnern. Der hat mal 6 Tore gemacht oder 7 Tore in einem Spiel. Und Kussi Asare ist auf dem besten Weg dahin. Aber es wird ihm auch zu einfach gemacht. Auch da wieder. Der hat natürlich auch einen guten Abschluss, aber Verteidigen und Augsburg werden heute, glaube ich, keine Freunde mehr. Umso schöner für uns. Beruhigender 2-Tore-Vorsprung, aber der kann auch ganz schnell wieder schmelzen, wenn wir weiterhin so verteidigen. Und wir nehmen jetzt natürlich jedes Tor, was wir schießen können, nehmen wir mit. Jedes geschossene Tor tut den Bayern natürlich auch weh. Von der Hitz. Ja, schade.
Kommt vorne nicht durch. Aber Achtung, Kusiasare macht eine Lücke. Kommt Mensah frei. Und von der Hitz, allein gegen alle. Von der Hitz. Von der Hitz macht er allein aufs kurze Eck. Und Rushworth, der beste Augsburger. Die wechseln jetzt zweimal, bringen Dodo und Guardiolo rein. Und bei uns kommt Lennart Kahl. Wenn heute eh schon alles klappt, dann klappt vielleicht auch mal ein Tor nach einer Ecke wieder. Natürlich Kusiasare als Abnehmer. Zweite Ecke direkt hinterher. Anders ausgeführt von der Hitz. Kahl kommt. Schöner Ball mit dem Außenriss. Der ist sehr lang in der Luft. Kurbani gewinnt den nicht. Pfeiffer gewinnt den. Sehr schön. Super gemacht. Von der Hitz. Vorne Kahl. Wo läuft er ein? Mensah läuft oben ein. Richtig gut gespielt. Und Augsburg ist K.O. 5:2. Und diesmal ein anderer Torschütze. Aber auch der hat sich das verdient. Das ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Auch für eure FC27-Karriere. Wenn ihr den Karrieremodus vorhabt, aktiv zu spielen, merkt euch nicht nur Kusiasare, nicht nur Lennart Kahl, sondern auch vor allem Jeremiah Mensah. Der kann als Zehner spielen, der kann auf der 8 spielen, der kann als vorgezogener Achter vor den defensiveren Sechsern stehen und spielen. Richtig gut. Also jetzt lassen wir auch die Muskeln spielen. Jetzt zeigen wir auch, was in unserem Kader steckt. Defensive hat sich gefangen und Augsburg ist dann jetzt auch der willkommene Gegner, den wir brauchten, um unser Torverhältnis ein bisschen aufzustocken. Aber nur, wenn wir jetzt nicht noch ein drittes und ein viertes Gegentor bekommen, sondern vielleicht machen wir noch mal eins selber. Mensah auf Kusiasare, nee, diesmal nicht. Aber er hat ja schon 4 Tore gemacht, von daher alles in Ordnung. Ich wechsle jetzt noch mal ein bisschen, dass sich hier hoffentlich niemand verletzt. Also Andres Ceva kommt mal wieder rein. Gut, Kusiasare darf jetzt auch vom Platz runter. Alles gut. Kutschera für Kahl. Murphy, Murphy hier für Corbane. Und dann dürfen die anderen auch gleich noch mal ran. Die sind auch nicht schlecht. Aber für die erste Elf reicht es halt nicht. Achtung, Augsburg kommt. Außen. Ott ist dazwischen. Gut getimte Grätsche, aber weiter geht's. Achtung. Aber Siem rückt raus. Pfeiffer ist da. Und der Angriff ist geklärt. Und natürlich geht es wieder schnell nach vorne. Über Mensah, über Kahl und über Kusiasare. Letzte Aktion vielleicht. Vielleicht darf er doch noch sein 5. Tor machen. Ja, bislang nicht. Aber wir spielen das jetzt gut zu Ende. Ott. Kahl, Ott läuft ein. Kurbani auf. Das ist unfassbar. Wir machen so viel Druck. Rice und Rushworth. Und jetzt gibt es den 5-fach-Wechsel. Oder den 3-fach-Wechsel. Okay. Waren doch nicht so viele Leute. So, von der Hitz. Ecke kommt. Aber Siem. Schade. Nächste Flanke. Aber die sind auch... Da haben sie übrigens auch dann gearbeitet. An den Crosses. Also Flanken. Ich lasse mich da, wie gesagt, überraschen. Also, die haben schon viel erzählt in den letzten Jahren, haben auch immer viel bla bla bla, da ist nichts bei rumgekommen. Ich lasse mich wie immer überraschen. Wir geben dem Spiel eine Chance. Pfeiffer, kein Foul. Fairer Zweikampf. Und der Konter läuft. Schema, Sarko, die beiden Neuen. Und jetzt machen wir es alleine. Ja, wir spielen quer. Und das Nolok-Tor darf natürlich auch nicht fehlen. 6:2. Ein Spiel, wo mal wieder alles läuft, wo der Gegner mitspielt, wo wir einfach einen guten Flow haben. Auch wahrscheinlich durch das Weiterkommen gegen Juve bedingt. Das spielt natürlich so einer Mannschaft auch in die Karten. Und es freut mich, dass wir jetzt in der entscheidenden Phase der Saison uns wieder gefunden haben, dass wir so gut drauf sind. Wir hatten ja mal so eine kleine Krise, ergebnistechnisch und auch spielerisch. Aber da scheinen wir uns gut befreit zu haben. Und das kriegen die Gegner jetzt zu spüren. Ich glaube, wir müssten jetzt auch Tabellenführer sein. Also nicht nur aufgrund des Torverhältnisses, sondern auch aufgrund der meistgeschossenen oder mehr geschossenen Toren gegenüber den Bayern. Und wir sind noch nicht fertig. Kutschera hat noch einen. Schade. Gut, jetzt wollen wir es auch nicht übertreiben. 6:2, aber das ist auch vom Ergebnis her verdient. Auch die Höhe, glaube ich, darf man sich nicht beschweren. Und wie gesagt, wenn der Gegner uns spielen lässt, ihr kennt mich ja, ich schalte normalerweise auch nicht zurück.
Jedes geschossene Tor ist gut für uns, gut für die Liga, gut für die Meisterschaft. Kutschera, Sarko vorne, aber Augsburg, ihr seht, die lassen uns jetzt auch spielen. Das ist Wahnsinn, da können wir hier Hackespitze 1, 2, 3 machen und auch Rice. Und der arme Rushworth hinten, der kann einem wirklich nur leid tun. 7:2. Und Bailey Rice mit seinem zweiten Tor erst. Sein zweites Saisontor erst, krass. Aber wie gesagt, wenn die auch verteidigen wie eine Schülermannschaft, das verstehe ich auch nicht, warum die KI nicht merkt, wenn es mit der Dreierkette nicht klappt, wenn ich mir schon 3 Stück in der ersten Halbzeit gefangen habe, warum ich dann nicht mal auf 4er- oder 5er-Kette umstelle. Ja, wie gesagt, also es ist wie jedes Jahr, man lässt sich immer gerne eines Besseren belehren. Vielleicht wird es ja auch wirklich, wirklich mal gut, gerade durch diese Transfermarktüberarbeitung und ja, oder es ist halt auch wieder nur viel Gelaber, viel um nichts. Wird viel Tamtam gemacht, aber dann am Ende kommt halt wieder wie jedes Jahr immer nur der gleiche Mist warum. Wir schauen, beziehungsweise ich schaue einfach mal, ich werde dem Spiel, wie gesagt, eine faire Chance geben. Das Spiel ist vorbei. Rabenschwarzer Nachmittag hier. Das Wetter, der Regen, der passt zur Augsburger Leistung. 7:2, 4 Tore von Younouss Yazare. Der schießt sich richtig in Form. Nicht nur für Inter, sondern auch für den Schlussspurt hier in der Bundesliga. Und mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen. Ja, das Spiel ist Younouss Yazare. Frankfurt gewinnt, Mainz gewinnt. Aber Frankfurt, wie gesagt, ist auch kein ernsthafter Gegner mehr. De Graef, oh nein, ist wegen einer Verletzung nicht verfügbar. Bitte nicht. Gebrochener C kann in 83 Tagen spielen. Perfekt. Saison aus. Der ist erst von der Verletzung zurückgekommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Der wird fehlen. Gebrochener C, das ist auch somit die häufigste Verletzung, ne? Der häufigste Verletzungstyp in der Karriere. Schade, Saison aus für De Graef, aber jetzt von der Hitz. Time to shine. Dafür kommt Droh hier auf die Bank. Der wird bis zum nächsten Spiel hoffentlich auch wieder fit sein, aber bitter. Bitter, bitter, bitter. Aber der würde auch umso stärker wieder zurückkommen. Rice, Angebot von United. Bitter. Der war verletzt, spielt dann 2, 3 Spiele richtig gut. Und dann bricht er sich einfach den C. Warum? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Jetzt in der Phase. So, Darmstadt, gucken wir uns mal an. Also, ihr seht auf dem Papier, die sind mausetot. Die stehen mit dem Rücken zur Wand, haben 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen. Aber ihr wisst, wie so Spiele laufen. Ihr wisst, wie sowas in so einer Phase der Karriere dann vielleicht auch vorsimuliert ist. Wir sind Tabellenführer. Also, jetzt sind wir die Gejagten. Wir haben um 2 Tore die bessere Tordifferenz. Die Bayern spielen gegen Stuttgart. Für die geht es auch noch ums internationale Geschäft. Genauso wie Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen. Hoffenheim glaube ich nicht mehr. Gladbach, Frankfurt, die spielen hier um die Champions League, Euroleague. Wie sieht's unten aus? Da steht, glaube ich, ja, Bochum schon längst als Absteiger fest. 24 Niederlagen, ach du Scheiße. Einen einzigen Sieg, RIP an die Mannschaft, die gegen Bochum verloren hat. Ja, und dann entscheidet sich hier zwischen Düsseldorf, Heidenheim, Darmstadt und Union. Das sind die 4 Teams, die den Abstieg unter sich ausmachen. Wie sieht's in den anderen Ligen aus? Schauen wir auch mal ganz kurz vorbei, hier kurz vor Saisonende. 2. Liga steht Freiburg schon als Aufsteiger fest, ja. Und dann, oh, sehr spannend. Köln, Hamburg, Kiel, Hertha. St. Pauli wird da nicht mehr mitdrehen. Also Hertha, Kiel, Hamburg und Köln. Wer steht unten? Bielefeld und Elversberg. Okay, Saarbrücken auf dem Relegationsplatz. Die haben aber schon gespielt. Und nochmal kurz in der 3. Liga. Karlsruhe und Münster stehen vor dem Aufstieg. Rot-Weiß Essen, Relegation vielleicht. Also, es werden immer weniger Spiele. Es gibt immer weniger Punkte zu holen. Gegen Darmstadt darf ich nicht vergessen umzustellen. Und dann geht's schon rein ins Halbfinale-Hinspiel bei Inter Mailand. Das nächste große Spektakel für den MSV Duisburg International. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kostenloses Abo natürlich auch unter diesem Video. Bleibt gesund, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.